Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir müssen dringend über genau dieses Gerät reden, denn Bosch hat einen 980er Winkelschleifer rausgebracht, der den hier und den hier eigentlich komplett überflüssig macht. Wir müssen also dringend über den neuen Bi-Turbo Brushless Trennschleifer von Bosch sprechen, denn wir haben hier endlich einen 180er Winkelschleifer mit Akku von Bosch, genauso Bi-Turbo Brushless, super. Aber das Interessante an dem 180er ist einfach folgendes, dass er relativ unbekannt ist eigentlich, denn die meisten Leute haben vielleicht einen 125er, vielleicht noch einen 150er, aber eigentlich 125er, also die Größe, oder einen 230er. Und 180er, der hier in der Größe, vereint eigentlich das Gute von beiden Klassen, die wir hier haben. Die Handlichkeit, einerseits von so einem kleinen Gerät, aber auch die Schnitttiefe von dem hier. Und das ist schon wirklich der Hammer und deswegen gucken wir uns das Gerät heute mal genauer an. Das Interessante am 180er ist aber, dass man ihn meistens überhaupt nicht im Repertoire hat, sondern man hat den 230er, trennt mit dem, macht so seine Dinge, alles kein Problem. Die Dinger sind relativ preisgünstig, aber natürlich hier mit Kabel, gibt so wie bei dem hier auch mit massiv viel Power. Ich habe über den mal ein Video gemacht, es war unfassbar, weil man kann dieses Gerät nie zum Stoppen bekommen und das gleitet durch das Material wirklich wie durch Butter, aber es hat natürlich auch sein Gewicht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, guckst du dir unbedingt mal an. Hier oben im Video zeigen wir dir mal, was wir damit alles angestellt haben. Aber wir haben hier, das ist wichtig, eine Schnitttiefe von 6,5 cm, aber auch ein stattliches Gewicht und ein Kabel. Wohingegen wir hier bei dem kleinen viel weniger Gewicht haben, hat man in der Regel wirklich zu Hause bzw. auf dem Auto, 125er Scheibe, kann man relativ schnell handlich irgendwo was machen. Aber hier mit Akku. Wir haben hier aber nur eine Schnitttiefe von etwas mehr als 3 cm. Ja, hier 3 rund, hier 6,5. Und jetzt ist es so, dass du kein so richtiges mobiles Gerät meistens dabei hast und hier vor allem nicht von Bosch als Bi-Turbo Brushless hattest, womit du handlich schnell mal in Tiefe schneiden kannst. Und genau das hast du jetzt hier. Du hast jetzt hier ein Gerät, mit dem du wirklich 6 cm tief trennen kannst. Aber lass uns doch mal über ganz klassische Anwendungsszenarien sprechen. Nehmen wir an, du bist Gartenlandschaftsbauer. Dann ist das hier etwas, was du sehr gut kennst. Rasenkantenschneide und auch ähnliche Dinge, die meistens so um die 5 cm tief sind. Wenn du jetzt unterwegs bist, sagst du möchtest irgendwas mobil machen oder auch wenn du jetzt zu Hause einfach nur so etwas hast, dann passiert Folgendes. Du nimmst so eine Rasenkante und möchtest sie komplett durchschneiden. Dann machst du Folgendes, du trennst sie erst von einer Seite. Dann kommst du nicht durch, dann gehst du zur anderen Seite, musst dann hier auch nochmal durchschneiden und hast auf jeden Fall eher nicht den geraden, ordentlichen, sauberen Schnitt. Ich zeige dir das nochmal hier direkt an am Gerät. Ihr seht hier, wir kommen hier nicht durch. Funktioniert nicht. Ja? Und das ist ein Problem und das nervt. Aber du möchtest ja eigentlich mobil arbeiten. Denn gerade draußen, gerade im Gartenlandschaftsbau, jedes Mal noch eine Kabeltrommel hinterherziehen und jedes Mal noch hier, jedes Mal noch da. Das nervt. Das will doch eigentlich keiner. Aber der Klassiker, wenn du so etwas trennen möchtest, ist doch eigentlich ein 230er. Ja? Ergo, wir nehmen so ein großes Gerät mit Kabel, mit allem drum und dran. Dann haben wir wieder unsere Kabeltrommel. Nehmen das und ihr seht hier, wir kommen ohne Probleme durch, das funktioniert und das macht auch Spaß. Du setzt das Gerät einfach an, ziehst durch und so weiter. Aber du hast eine Sache, das muss man ganz klar sagen, du hast ja so ein riesen Gerät in der Hand und du möchtest damit jetzt langsam hier durchkommen und das ist relativ viel Hebel, die du hier hast. Ja, von euch aus gesehen hier relativ viel Hebel und du musst schon wirklich gut und ein bisschen auch Übung haben, dass du schön gerade durchkommst. Gegensteuern ist schon so eine Sache. Und jetzt haben wir Folgendes getestet. Wir haben jetzt den hier genommen, den 180er, den neuen Bi-Turbo Brushless, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und da seht ihr hier, das funktioniert. Ja, wir kommen einfach durch und wir haben überhaupt kein Problem, durch diesen Stein jetzt durchzukommen. Das heißt also, wenn du jetzt mobil draußen arbeitest und mal was trennen möchtest, überhaupt kein Problem, kannst du einfach mit durchgehen. Dasselbe zum Beispiel haben wir jetzt nicht getestet, aber wenn du jetzt meinetwegen auf dem Dach bist, als Dachdecker, mit so einem kleinen hier kannst du schon an deine Grenzen kommen. Dann nimmst du doch eher mal das Gerät, womit du auf jeden Fall durchkommst und nicht zirkeln musst, gucken, dass du irgendwo auch die letzte Kante mit erwischt hast. Hier einfach ansetzen, durch. Zusätzlich muss man sagen, wir haben hier auch sogenannten Drop Control, das heißt, wenn dir das Ganze runterfällt, dann geht das Gerät automatisch aus. Das ist eine gute Sache, falls das doch mal passieren sollte. Und zusätzlich haben wir übrigens hier einen Pedal-Schalter, das heißt, der Klassiker ist ja eigentlich so ein Schalter wie hier.
Ja? Wir haben hier diesen Schalter, ich mache das Gerät mal zur Sicherheit aus, wir haben diesen Schalter hier, drücken den hoch und an, dann bleibt das Gerät fest an. Hier bei dem Gerät ist es so, dass wir diesen Pedalschalter haben. Ich mache es mal auch jetzt bewusst an. Wir haben hier einmal die Sicherung. Aber in dem Moment, wenn du loslässt, ist es so, dass es automatisch auch aufhört zu laufen. Wir haben keine Möglichkeit, das Gerät dauerhaft festzustellen, weil es dafür auch einfach nicht gedacht ist. Und ihr seht, wir haben hier nochmal ganz andere Anwendungsmöglichkeiten. Was wir auch getestet haben, ist das Thema Metall. Das heißt, wenn du Metall trennen möchtest, ist es hier auch so, gerade solche Dinge, wenn du so etwas trennen möchtest, ein Vierkantprofil oder, dann hast du es häufig, dass du mit kleineren Geräten kommst du einfach nicht durch. Und dann haben wir mal Folgendes getestet. Wir haben hier unser Vierkantprofil, oder was war das eigentlich hier, unsere Trassenbefestigung oder was auch immer, genommen und haben das versucht jetzt zu trennen. Mit dem hier passiert Folgendes. Ja, du trennst es und dann hast du hier einen Bereich, den du nicht getrennt bekommst. Du hast hier einfach einen Bereich, den du nicht hast und dann, wenn du mal ein bisschen dichter schaust, ist es so, dass du hier einen Absatz hast. Siehst du das? Da ist ein Absatz dran, weil du nicht so genau durchgekommen bist. Und dann hast du folgendes Phänomen. Du musst dann einmal ringsum gehen, aber dann ist es doch irgendwie schief und krumm, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Hast du Übung, kriegst du das hin, kein Problem. Klar, aber du kannst dich einfach hingehen, zack, durch, fertig. Mit dem Großen hier, ohne Frage, gar kein Problem, trennst du einfach durch, kein Ding. Aber wenn du es schön mobil, handlich haben möchtest, nimmst du einfach den hier. Ja? Und mit dem kommst du da wunderbar durch, nimmst hier das Metall wieder und siehst hier, schneiden, fertig. Ja? Überhaupt kein Problem, du kannst einfach ansetzen und in einem durchschneiden. Und das ist ein Riesenvorteil. Und ich möchte, ganz klar, es ist nicht so, dass 180 jetzt Bosch neu erfunden hat. Ja? Das ist nicht das Thema, aber Bosch hat eine Sache schon neu erfunden, und zwar den 180er haben sie jetzt so gemacht, dass sie hier mit Biturbo Brushless einen unfassbar starken Motor haben. Wir haben hier ein Äquivalent von 1500 Watt. Nochmal, 1500 Watt in so einem Gerät. Bei anderen Marken ist es so, dass wir hier durchaus noch mal 2 Akkus haben und ein viel schweres Gerät. Das haben wir bei Bosch nicht und das ist ein riesengroßer Vorteil in der Handlichkeit, das schnell mal zu nehmen und schnell mal zu trennen. Aber lass uns mal über den Preis sprechen und da wird es theoretisch ein bisschen schwierig. Ich finde aber überhaupt nicht, denn wir haben jetzt so den klassischen 230er. Ja, den bekommst du von Bosch Professional schon irgendwo knapp über 100 Euro. 110, 20, 30, 40, 50 ist gar nicht so wichtig. Hier das absolute Spitzenmodell, also wirklich over the top Brushless Motor in einem normalen Kabelgerät hier, da kostet das Gerät knapp über 300 Euro. Die absolute Oberklasse. Hier bei dem hier, bei also einem kabellosen Gerät ohne Akku, ohne Akku, so wie er hier ist, das Gerät kostet um die 200 Euro. Jetzt ist es so, dass wir bei dem hier ohne Akku einen Preis von rund 300 Euro haben. Das heißt, du musst schon so ein bisschen gucken, wie häufig benutzt du das und wo hast du es zum Einsatz. Denn hier bekommst du die absolute Oberklasse für knapp 300 Euro und kannst natürlich auch sagen, nach unten, okay, mir reicht auch so ein 150, 200 Euro Gerät. Dann, wenn wir uns jetzt hier bei dem die 2000 Watt Klasse etwa angucken, die etwa vergleichbar ist mit dem, ist es natürlich viel, viel günstiger. Aber hier bekommst du eben ein handliches Gerät, wo du eben kein Kabel mehr brauchst, wo du sehr schnell hier hantieren kannst und wo du beim geraden Schnitt, bin ich der Meinung, viel entspannter schneiden kannst. Und, das muss ich hier nochmal sagen, das Gefühl, wenn du jetzt damit schneidest, unterscheidet sich kaum von dem hier. Du kommst einfach zack rein ins Material. Der hat richtig viel Kraft. Wir haben hier ein Biturbo Brushless Gerät von Bosch. Wer das Ganze nicht kennt, das sind extra starke Motoren, extra große Motoren, wo man auch die richtigen Akkus für braucht. Das heißt, um hier die maximale Energie rauszubekommen aus dem Gerät bzw. zu haben, brauchst du einen nicht nur 8, sondern brauchst du einen 5,5 Ampere-Stunden Akku, weil mit kleineren Akkus bzw. den etwas älteren Akkus bekommst du nicht die maximale Kraft hier raus. Also das ist nochmal wichtig zu bedenken. Aber du siehst, du musst hier etwa so 300 Euro ausgeben und wenn du dich für die Geräte interessierst, für eins der, schau mal unten die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich dazu auch. Dann musst du schauen, ob dir das Ganze wert ist. Denn ich persönlich, wenn ich mir nur ein Gerät kaufen wollen würde, würde genau den hier nehmen, denn er hat 6 cm Schnitttiefe, nur 3
ist aber ähnlich handlich, kann man ähnliche Dinge mitmachen und für mich wäre das auf jeden Fall die klare Kaufempfehlung. Ein kleines Detail, was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist der Griff. Schau mal hier, die Geräte stehen auch komplett anders. Einmal steht das Gerät zu euch, einmal im Profil und trotzdem ist hier die schmale Seite des Griffs und hier die schmale Seite des Griffs. Dadurch ist es so, dass man bei dem Gerät es einfach hier so besser greifen kann. Ich habe hier vorne auch sofort den Schalter. Das Gerät gibt es übrigens nur mit Pedalschalter. Das heißt, ich muss immer hier das so auslösen, habe es aber wunderbar am Griff. Ich mag das. Übrigens, wenn du das Ganze klassisch hier im Karton kaufst, bekommst du 2 Scheiben für Metall und eine Scheibe für Stein noch dazu. Jetzt haben wir schon über die ein oder anderen Daten der Geräte gesprochen. Aber wenn du alles sehen möchtest, wie immer, hier alles auf einen Blick. Viel wichtiger aber, das Ganze findest du auch auf der Seite gotools.de, Werkzeugvergleich. Geht auf jeden Fall mal drauf, denn da kannst du auch mal abstimmen, welches Gerät du besser findest und ob du sagst, das hier wäre mein Gerät. Ihr kennt das Thema Schutzhaube. Das Ganze hier drauf, ich zeige euch das auch gleich mal. Aber bei den Schutzhauben, ihr kennt doch bestimmt nicht den, sondern die Hersteller, die sowas hier aus Kunststoff dazulegen. Oder früher war es auch sehr häufig einfach nur aus Kunststoff. Und war das wirklich eine ernstzunehmende Schutzhaube? Eigentlich nicht. Weil, wie lange hat die gehalten? Hast du die drauf gemacht? Weiß ich nicht. Hier bei dem Modell ist es so, diese Schutzhaube hier, massives Material, ist immer im Lieferumfang mit dabei, denn demnächst gibt es eine neue Richtlinie, dass es sowieso dazu gelegt werden muss. Bosch hat sich gesagt, komm, wir machen es jetzt schon ordentlich und legen es immer mit dazu. Und du kannst sie ganz einfach hier draufstecken, so, und dann siehst du, du kannst das hier festmachen und zwar richtig fest und die fällt auch nicht ab und ist ordentlich dran, kann man super benutzen, haben wir auch benutzt. Ist echt gut. Übrigens noch zusätzlich die Info, ja, der Griff ist hier gedreht, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch hier den Kopf wiederum um 90 Grad wieder drehen, je nachdem, wie es für euch am besten passt. Eine Sache, die für euch vielleicht aufgefallen ist, wir haben hier keine X-Log-Scheibe drin, sondern herkömmliche Aufnahme. Momentan gibt es für die 180er noch keine X-Log-Scheiben. Ein kleiner, ich muss sagen, ich mag X-Log sehr gern, das ist ein kleiner Wehmutstropfen, aber ich würde mich trotzdem ich persönlich würde mich wirklich für das Gerät entscheiden und wahrscheinlich, ich meine, gut, wie es in der klassischen Welt so ist, wahrscheinlich hätte ich alle 3 Geräte. Weil je nachdem, wo man es einsetzt, hat das auf jeden Fall massive Vorteile. Es kann natürlich auch sein, dass das hier ein Vorteil für euch ist. Der kleine hier, ja, wahrscheinlich nehmt ihr dann trotzdem für kleinere Sachen, wo es dann noch handlicher sein soll. Aber wenn es nur ein Gerät sein soll, ist das schon echt cooles Ding und ein echtes Brett im Markt auch, vor allem mit der Kraft. Schreibt doch bitte mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr das Gerät mal ausprobieren? Soll ich das vielleicht mal gegen andere Marken testen? Das wäre echt mal interessant. Vor allem auch, wer kommt schneller durch von der Handlichkeit? Welches Gewicht haben wir? Na, schreibt einfach in die Kommentare. Wir sehen uns, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.